Hier befinde ich mich im Büroraum unseres wissenschaftlichen Forschungsleiters, Herrn Clemens Kech, der im vergangenen Jahr die Verantwortung für unsere heraldischen Arbeiten von Dr. Rolf Sutter übernommen hat. Hinter mir sehen Sie den Handapparat. Das sind die Bücher, die wir so im tagtäglichen Arbeiten permanent benötigen. Heute will ich Ihnen etwas über das Thema Wappenstiftung erzählen. Vorweg will ich mit einem Vorurteil aufräumen, denn ich werde immer wieder gefragt, ja, nur ein altes Familienwappen ist ein echtes Familienwappen und Wappen sind dem Adel vorbehalten. Das sind natürlich zwei Vorurteile, mit denen ich relativ schnell aus der Welt räumen kann. Zum einen ist es schon richtig, dass zunächst einmal Familienwappen die Privilegien adliger Familien waren. Als die Ritter begonnen haben, Vollrüstungen anzulegen und aufs Schlachtfeld zogen, waren die im Vollharnisch in der Regel schon die Söhne aus adligen Familien. Das aufstrebende Bürgertum hat sich doch relativ rasch im 13. Jahrhundert dieser adligen Privilegien bemächtigt. Und heute ist es so, dass wir über 90% der in der deutschen Literatur nachvollziehbaren Familienwappen bürgerlichen Familien zuordnen können. Dazu kommt das Vorurteil, Wappen müssen verliehen worden sein. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen sind Wappen nicht verliehen worden. Wappen sind gestiftet worden von Familien, die vielleicht einen sozialen Aufstieg gemacht haben, wo es aus Gründen der Siegelführung notwendig war, wenn man ein öffentliches Amt begleitet hat etc. Dann hat man sich in aller Regel mit einem Heraldiker in Verbindung gesetzt, nach seinen Vorstellungen im Rahmen der heraldischen Regeln ein Wappen gestalten lassen und dieses erst anschließend zur Veröffentlichung oder zur Registrierung oder zur rechtlichen Legitimierung gebracht. Das haben in der Regel die Landessouveräne, die Fürstenhöfe direkt gemacht oder die eingesetzten Hofpfalzgrafen. Seit 1919 haben wir in Deutschland keine Monarchie mehr. Insofern gibt es bei uns auch kein Amt mehr, das sich von Staatswegen um die Heraldik oder die Genealogie kümmert. Wir hatten ein Reichsheroldsamt mit Sitz in Berlin zum Beispiel. Solche Ämter und Behörden werden von unseren Kollegen, zum Beispiel in Großbritannien, in allen Monarchien, in Dänemark, in Norwegen, in den skandinavischen Ländern weitestgehend noch geführt. Bei uns in Deutschland gibt es nicht mehr. Es gibt keine staatliche Institution mehr. Alle Vereine, auch der Wappenherold, sind eingetragene Vereine, Institutionen auf dieser rechtlichen Basis. Warum werden heute noch Familienwappen gestiftet? Ganz einfach, weil es heute genauso wie früher Familien gibt, die für sich und ihre Familie ein Zeichen der Familientradition, der Familienverbundenheit stiften wollen und ein ganz persönliches Logo in Anführungsstrichen, ein Zeichen für die nächsten Generationen setzen möchten. Auf was muss man bei einer solchen Wappenstiftung achten? Zunächst einmal muss man sich Gedanken machen, was möchte man in einem Familienwappen wiederfinden? Was ist einer Familie wichtig? Das kann Bezug nehmen auf den Familiennamen. Dann, wenn wir den Namen im Wappen umsetzen, sprechen wir in der Heraldik von einem redenden Familienwappen. Das hat alte Tradition, lange Tradition, weil vieles kann sich im Laufe einer Familiengeschichte verändern, aber eines bleibt: der Name, die Bedeutung des Familiennamens. Wir können bei der Wappengestaltung Bezug nehmen auf berufliche Traditionen, auf gegenwärtige berufliche Situationen. Wir können Bezug nehmen auf regionale Wappen, einen Heimatbezug, eine Herkunft, eine Zugehörigkeit entsprechend zum Ausdruck bringen. Wir können auch Geisteshaltungen religiöser oder nicht religiöser Natur zum Ausdruck bringen, Zugehörigkeiten zu Vereinen, zu irgendwelchen Logen oder sonstigen Gruppierungen. Darüber hinaus andere Dinge, die der Familie einfach wichtig sind, Wertevorstellungen etc. Darüber machen wir uns Gedanken, das besprechen wir mit unseren Kunden. Das ist der Inhalt, um den es bei einer Wappenstiftung geht. Der äußere Rahmen ist genauso wichtig. Die Heraldik kommt mit nur 4 Farben aus. Das sind die Vollfarben Schwarz, Rot, Grün und Blau und dann noch 2 Metalle, Gold und Silber. Mehr gibt es in der Heraldik nicht. Es gibt eine einfache, aber sehr wichtige und alles entscheidende Regel der Heraldik, die besagt, Farbe muss von Metall getrennt sein. Das heißt, auf einem blauen Untergrund kann ich kein rotes, kein grünes und kein schwarzes Element haben. Da kann ich nur ein goldenes oder ein silbernes Element haben. Und umgekehrt genauso. Diese Dinge müssen beachtet werden und dann geht so eine Wappenstiftung bei uns im Hause nach einem entscheidenden Vorgespräch über Entwurf und Freigabe. Das heißt, unsere Heraldiker machen sich im Haus Gedanken, wie kann das Konzept eines Familienwappens aussehen. Das wird von Anfang an auf heraldische Richtigkeit überprüft. Das ist das Leichtere für uns, das ist unser Handwerkszeug. Aber es wird von Anfang an auch, und das ist das Umfangreichere,
und das wird oftmals auch unterschätzt, auf Einmaligkeit überprüft. Wir kennen circa, gibt es auch nur ungefähre Zahlen, ca. 1,7 Millionen Familienwappen, die im Laufe der letzten 800 Jahre im deutschsprachigen Raum entstanden sind. Jetzt haben Sie eine Vorstellung, wie oft bestimmte Bilder, ein einfacher Löwe schreitend im Wappen zum Beispiel, vorkommen, wie oft die belegt sind. Wenn wir heute ein Wappen stiften, müssen wir sicherstellen, dass die Symbol- und Farbkombination in dieser Form noch nicht vorkommt. Deshalb haben wir bei Pro Heraldica, und da hat der Dr. Neubecker die Grundlagen gelegt, eine umfangreiche Wappenbilderregistratur festgelegt. Die finden Sie hier auf der Wand. Wenn das geklärt ist, die heraldische Richtigkeit gegeben ist, die Einmaligkeit, dann wird von unseren Grafikern eine Entwurfszeichnung angelegt und die Kunden bekommen diese als Entwurf vorgelegt. Jetzt können Sie sagen, nach einer gewissen Überlegung, sei wunderbar, wir wüssten nicht, wie man es besser macht, wir geben so frei oder wir haben Änderungswünsche. Und dann durchläuft es unser Haus ein zweites Mal, wie beschrieben. Den Prozess können wir 4-5 Mal wiederholen. Das ist auch im Gesamthonorar bei uns schon mit kalkuliert und mit einberechnet. Und wenn die letzte Zeichnung freigegeben ist, dann erstellen wir eine Entwurfszeichnung, da werden digitale Zeichnungen erstellt, dann wird das Ganze in eine Form gebracht. Das heißt, unsere Kunden erhalten dann eine Dokumentation zur Stiftung des Wappens. Hier ist festgehalten, was bedeuten die Elemente, was bedeuten die Farben, ein historischer Exkurs, eine Blasonierung. Alles, was wichtig ist, ist hier für die Familie und für nachkommende Generationen festgehalten. Das machen wir, weil es früher in der Regel nicht gemacht wurde und viele Familien heute rätseln, wie es zu den Figuren und zu den Elementen in ihrem Familienwappen gekommen ist. Genauso wird die Wappenstiftung dann in Form eines solchen Stiftungspatentes für die Familie dokumentiert und dann auch die Veröffentlichung und Registrierung von uns vorbereitet. Das heißt, Textmanuskripte, repofähige Druckunterlagen werden gemacht. Das Wappen wird zur Registrierung gebracht. Der Wappenherold stellt dann eine offizielle Wappenbriefurkunde für die Familien aus. Das ist ein solches Dokument an und für sich das wichtigste Dokument einer Familie, weil es den rechtmäßigen Führungsanspruch dokumentiert. Und mit der Registrierung geht dann automatisch auch die Veröffentlichung in der Allgemeinen Deutschen Wappenrolle beim Wappenherold einher. So sieht es dann aus. Die wird in den großen Archiven in Deutschland ausgestellt und damit ist es für die Öffentlichkeit und für die Fachwelt zugänglich und in ein paar hundert Jahren hoffentlich immer noch nachvollziehbar.